Hey, ich bin Sigurd. Heute geht's um meinen Stop Our World Remix. Ich hoffe einfach mal, dass diesmal alles klappt. Das ist schon die 3. Aufnahme. Ja, falls ihr das jetzt hört, wisst ihr, dass es geklappt hat auf jeden Fall. Obwohl es jetzt eigentlich darum geht, wie überhaupt der Remix entstanden ist und ich natürlich nicht vorne angefangen habe mit dem Produzieren, sondern erst mit dem Drop und so weiter, mache ich es jetzt so, dass ich chronologisch vorne beim Intro anfange und dann arbeiten wir uns langsam nach hinten durch. Also, der Remix startet ja mit dem Radio, über das eben die Klavierspur abgespielt wird. Diesen Sound habe ich hinbekommen, indem ich ein altes Radio genommen habe, habe dann so einen Radiotransmitter, der eigentlich fürs Handy gedacht ist, habe ich einfach an die Soundkarte dran gemacht. Dann kann man auf dem Display eine Frequenz einstellen und dann sendet er es quasi über diese Frequenz an den jeweiligen Empfänger, in diesem Fall das alte Radio. Das habe ich einfach mit dem Mikro dann aufgenommen, habe das Ganze dann in Ableton später noch gelayert mit der Originalspur mit Isotope Vinyl, einem richtig coolen Plugin. Und das habe ich eben so eingestellt, dass es eine Schallplatte aus den 60ern simuliert. Und damit es eben noch echter klingt, habe ich dafür mein Effect Rack Space Control genommen. Hier an diesem Pan-Regler habe ich es einfach nach links gepannt. Das Ganze arbeitet binaural, das heißt, dass eben dieser Head-Delay, das heißt, dass wenn ein Geräusch von links kommt, dass eben der Sound früher am linken Ohr ankommt als am rechten. Das versuche ich hiermit zu simulieren. Dann habe ich noch so ein paar Radio-Rausch-Sounds gelayert, um das Ganze noch so ein bisschen echter klingen zu lassen. Auch für die Echtheit hört man im Hintergrund ein Field Recording auf so einer Wiese. Man hört so ein paar Vögel im Hintergrund. Ja, das gibt dem Ganzen einfach noch so einen Raum und es passt richtig gut zur Stimmung, finde ich. Dann sende ich das Ganze noch an einen Reverb und den habe ich nach rechts gepannt. Es klang einfach cool. Dann geht es eben von diesem Radio-Sound in den clean Verse 1. Ja, die Drums sind eigentlich nichts Spektakuläres, erst nur die Kickdrum. Später kommen dann noch so ein paar andere Elemente hinzu. Dann habe ich hier noch diese Echo-Drums. Da habe ich einfach ganz viel Delay und Reverb draufgepackt, einfach für diesen Übergang und eben als Percussion im Hintergrund. Was ich ziemlich cool finde, ich habe versucht, die Lyrics noch so ein bisschen zu untermalen. Und zwar habe ich hier zum Beispiel so eine Welle, die von links nach rechts geht, eingebaut. Hier sieht man die Vocal-Bearbeitung. Ich mache Vocals irgendwie nie komplett in Mono, sondern ich nehme immer den Ozone Imager und gebe denen so einen kleinen Raum, mache die einfach minimal breiter. Das lässt die Stimme einfach so ein bisschen räumlicher klingen. Was ich sonst nie mache, aber hier habe ich es gemacht, ich habe die oberen Formanten, sprich alles über 10 Kilohertz oder so, habe ich wirklich super breit gemacht, damit diese höheren Töne einfach nochmal richtig rausstechen im Stereobild. Die Akkordänderung im Pre-Chorus kam eigentlich ziemlich spontan. Eigentlich habe ich nur aus Versehen irgendwann mal die Klavierspur verschoben und dann kam eine richtig coole Akkordfolge raus, die einfach super zum Vocal gepasst hat, von daher habe ich es einfach so gelassen. Euch ist bestimmt auch aufgefallen, dass im letzten Takt vom Drop eben im Bassbereich überhaupt nichts los ist. Soll natürlich dafür sein, dass der Drop dann noch mehr heraussticht. Man hört einmal hier das Vögelgezwitscher. Dann gibt es hier noch diesen Tick-Sound. Mit diesem Valhalla-Plugin habe ich da diesen Delay drauf gebracht. Und hier noch diese 2 Plinks. Was ich richtig cool finde, ist, dass das Vocal eben übergeht in diese Vocal Chop. Das Ganze wird dann immer lauter, bis es dann beim letzten Schlag komplett leise wird. Auf diesem Schlag hier vor dem Drop ist dann nochmal die Kick. Da habe ich etwas gemacht, was ich in letzter Zeit irgendwie ziemlich häufig mache. Viele versuchen ja heutzutage mit Synthesizern eben das nachzuahmen, was früher akustische Instrumente gemacht haben. Und ich kehre das quasi um, indem ich akustische Instrumente nehme, in diesem Fall die Streicher, und die eben als Supersaw benutze. Wie ihr seht, es gibt hier 3 Gruppen, einmal links, dann Center, also in der Mitte, und rechts, die sind halt jeweils gepannt. Damit die Streicher noch so ein bisschen mehr Attack bekommen, habe ich noch das Ganze mit Bongos und Congas gelayert. Auch mit ganz viel Automation und so weiter, mit Reverbs. Hier bei den Streichern am Ende hört man noch das Vibrato. Das habe ich eben mit dem Autopan gemacht, indem ich hier quasi die Phase so verschoben habe, dass eben nur die Lautstärke geändert wird und dass es nicht nach links und rechts gepannt wird. Der Bass ist übrigens auch gepannt, genau wie die Streicher. Also der Subbass nicht, der ist in Mono. Obwohl ich eigentlich finde, dass man es im fertigen Remix gar nicht so doll raushört, dass es eben so gepannt ist nach links, rechts und dann immer in der Mitte. Hier noch Drums, Percussion und so weiter.
Hier in der Wiederholung des Drops habe ich noch so ein paar Elemente hinzugefügt. Hier dieses Ride-Becken zum Beispiel oder hier dieser Sound, den kann ich nicht wirklich beschreiben. Und hier diese Gitarren mit Delay. Einfach so ein paar Samples, die ich gefunden habe, die richtig gut reingepasst haben. Habe ich wirklich so verändert und gepitcht, dass es auch passt. Den Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Fülle.